Die Oberfläche des Nils glänzt golden im strahlenden Sonnenlicht, als die ersten Strahlen des Tages den afrikanischen Kontinent erreichen. Die Wildnis erwacht in dem dünnen Nebel, der über dem Wasser hängt, lebendig, ungezähmt und geheimnisvoll. The Nile's Battle for Survival. Ein gigantisches Wesen taucht in das ruhige Wasser des ungezähmten Afrikas ein, wo Leben und Tod in ständiger Spannung nebeneinander existieren. Eines der schwersten und gefährlichsten Tiere des Kontinents, das Nilpferd, ist hier zu Hause. Dieser Pflanzenfresser hat einen riesigen Körper. Erwachsene Tiere können zwischen 1500 und 3000 Klammer wiegen, was dem Gewicht eines Autos entspricht. Es scheint allen Überlebensregeln zu trotzen, da es zu schwer ist, um zu rennen, zu weich, um ein Raubtier zu sein und fast den ganzen Tag im Wasser verbringt. Doch gerade wegen dieses Paradoxons ist das Nilpferd so einzigartig und gefährlich. Eines der größten Landsäugetiere Afrikas. Ist das Nilpferd. Ein ausgewachsenes Tier kann über 3 Tonnen wiegen und eine Länge von 4 Metern erreichen. An Land wirken sie unbeholfen. Unter Wasser bewegen sie sich jedoch lautlos wie Geister, die eher über den Flussboden laufen als schwimmen. Sie leben zur Hälfte an Land und zur Hälfte im Wasser. Um der Hitze zu entgehen, bleiben Nilpferde tagsüber unter Wasser. Die intensive Sonneneinstrahlung ist zu stark für ihre empfindliche Haut. Anstelle von Blut tritt eine rosa Flüssigkeit mit starken antibakteriellen Eigenschaften aus ihrer Haut aus. Flusspferde sind nicht sanftmütig, auch wenn sie Gras fressen. Sie legen jede Nacht Dutzende von Kilometern zurück, um Nahrung zu finden. Sie verhalten sich ruhig und vorsichtig. Wenn sie jedoch provoziert werden, werden sie sehr gefährlich. Ihre Eckzähne sind stark genug, um ein Holzkanu zu zermalmen und können bis zu 50 cm lang werden. Sie sind Herdentiere. Die Weibchen und das Revier werden von einem dominanten Männchen beherrscht.
Die Weibchen sind ständig auf der Hut und schrecken vor nichts zurück, um ihre Kälber zu schützen, auch nicht vor Krokodilen. Flusspferde sind mehr als nur Tiere. Sie sind die Lebensader des Ökosystems. Sie bilden Wege, verbessern den Boden und erhalten das Gleichgewicht. Still, aber stark. Sie sind die dominierende Spezies des Flusses. Die Trockenzeit beginnt. Der Boden ist von der Sonne verbrannt. Wenn der Fluss zurückgeht, bleiben schlammige, stehende Tümpel mit einem unangenehmen Geruch zurück. Von den riesigen Flussläufen sind nur noch wenige tiefe Stellen übrig, die Leben ermöglichen. Im letzten Tümpel versammeln sich die Flusspferde. Es wird eng. Jeden Tag steigen die Spannungen. Jeder kämpft um Platz. Das erfordert viel Geduld. Ein paar kleine, aber mutige Gelbschnabel-Madenhacker setzen ihre Arbeit in der drückenden Hitze. Des schlammigen Wassers fort. Auf dem Rücken der Flusspferde sitzend, stochern sie in den rauen Hautfalten und Ohren herum und picken Parasiten heraus. Eine für beide Seiten vorteilhafte Beziehung. In der Härte der Trockenzeit bekommen die Vögel eine reichhaltige Mahlzeit, während die Flusspferde gereinigt werden. Doch die momentane Ruhe ist nur von kurzer Dauer. Eines Tages bricht jemand ein, riesig, vernarbt. Ein seltsames männliches Nilpferd schwimmt in das Gebiet. Es kommt nicht heimlich wie ein Streuner herein. Es markiert sein Revier. Mit seinem Geruch schlägt mit dem Schwanz und brüllt. Eine Herausforderung ist ausgesprochen. Der dominante Kämpfer ignoriert sie nicht. Er strahlt Kraft aus, als er sich aus der Mitte des großen, schlammigen Beckens erhebt. Schließlich geht dem Eindringling die Kraft aus. Er zieht sich zurück. Das Revier gehört noch ihm, aber das dominante Männchen steht noch und keucht.
Flusspferde kämpfen nicht nur um Partner, sondern auch um den letzten Rest Kontrolle inmitten des trockenen Chaos, in diesem schwindenden Teich, wo das Leben von Tag zu Tag unsicherer wird. Nach mehreren Monaten der Dürre beginnt sich der afrikanische Himmel zu verändern. Am Horizont ziehen dunkle Wolken auf. Der Wind nimmt zu. Die feuchte Vorahnung des ersten Regens vermischt sich mit dem Geruch von rissiger Erde. Dann grollt der Donner. Die ersten Regentropfen fallen und wecken das Leben auf dem Boden wie ein Klopfen. Der Staub wird vom sintflutartigen Regen weggewaschen, der in jede Ritze sickert und das ausgetrocknete Flussbett füllt. Das Wasser kehrt zurück, zunächst in kleinen Bächen. Dann schneller und stärker. Der Nil gewinnt seine Lebenskraft zurück. Die Flusspferde heben ihre Köpfe aus dem uralten, schlammigen Wasserloch. Das Plätschern des Wassers an den Ufern ist ihnen vertraut. Die Herde wird unruhig. Einige schwimmen in Richtung der neuen Strömung und springen voraus. Der Fluss ist keine Falle mehr. Er fühlt sich wieder wie ein Zuhause an. Altes Blut und getrockneter Schlamm werden vom steigenden Wasser bedeckt. Der lebendige, frische Geruch des fließenden Wassers ersetzt den Gestank der Verwesung. Die Regenzeit bringt mehr als nur Wasser, sie schafft neues Leben. Ein Nilpferdweibchen löst sich von der Gruppe an einer friedlichen Stelle des Flusses, wo das Wasser sanft unter Baumkronen herabfließt. Sie findet eine versteckte, flache Stelle. Ein Ort, an dem nur das Wasser und das Atmen der Vorfreude zu hören sind. Dort im stillen Wasser kommt das Kalb zur Welt. Kein Brüllen, keine Gewalt. Das trübe Wasser enthüllt nur zwei dunkle Umrisse, einen kleinen und einen großen. Das Kalb beginnt sofort zu schwimmen. Instinktiv taucht es auf, um Luft zu holen und blinzelt ehrfürchtig in eine riesige neue Welt. Der Kopf des Kalbs bleibt über der Oberfläche, während die Mutter näher kommt und es sanft mit ihrer Schnauze stupst. Von der ersten Sekunde an entsteht eine Bindung. Allerdings ist der Fluss niemals völlig sicher. Jedes stille Krokodil und jedes seltsame Geräusch könnte gefährlich sein. Niemand ist sich dessen mehr bewusst als die Nilpferdmutter.
Das Nilpferd ist jedoch nicht das einzige Tier, das den Fluss bewohnt. Unter seiner ruhigen Oberfläche verbirgt sich eine Kraft, die so uralt, still und kalt ist wie das Lebenselixier Afrikas. Das Nilkrokodil, keine Warnung, kein Brüllen. Ihre Anwesenheit gleicht einem Schatten, der unter den Füßen huscht, oder einer Kälte, die durch das warme Wasser sickert. Ein leises Plätschern. Zwischen den Wasserhyazinthen taucht ein paar goldene Augen auf. Kein Laut, keine Bewegung. Doch jedes Lebewesen in der Nähe des Flusses ist sich bewusst, dass ein Raubtier es im Blick hat. Nilkrokodile können bis zu 6 Meter lang und fast eine Tonne schwer werden. Mit dem stärksten Biss in der Natur sind ihre Kiefer hervorragende Fallen. Sie jagen nicht, sie warten ab. Geduldig, gnadenlos. Jedes Krokodil trägt zum Gedächtnis des Flusses bei das Erinnerungen an Hinterhalte unerwartete Angriffe und Kämpfe unter der Oberfläche umfasst. Der Schatten unter Wasser beginnt sich zu verändern, als das Baby-Nilpferd schwimmen lernt und seine Umgebung erkundet. Eher aus Gelegenheit als aus Hunger. In dieser Welt existieren neues Leben und Tod nebeneinander. Der Unterschied zwischen Leben und Tod kann in einem einzigen Atemzug, einem Schwanzschlag oder einem kurzen Blick an die Oberfläche liegen. Der Fluss sieht unter der goldenen Sonne ruhig aus. Doch unter der Oberfläche hat Stille immer ihren Preis. Das trockenste Flussufer wird von der Mittagssonne vergoldet. Der Fluss bleibt trotz tagelanger Regenfälle voll, aber entlang des Ufers bilden sich warme Schlammbänke. Ein paar Nilkrokodile liegen ausgestreckt auf verwitterten Baumstämmen, die von der Zeit geformt wurden auf einem erhöhten Hügel. Sie jagen nicht, sie liegen nur in der Sonne und sind regungslos wie Steinstatuen. Eine Nilpferdmutter schwimmt gemächlich mit ihrem Kalb in der Ferne. Keine Gefahr, keine misstrauischen Blicke heute. Wir haben heute eine kurze Lektion. Am Ufer hält die Mutter inne. Einen Moment lang beobachtet sie die Krokodile ohne Aggression oder Knurren. Sie steigt ruhig und anmutig an Land, als wären sie ihrer Aufmerksamkeit nicht würdig.
Sie hält inne, dreht sich zu ihrem Kalb um und brummt leise. Der Ton ist bestimmt aber nicht laut. Ein paar Krokodile heben den Kopf, ein kurzer Blick. Ein scharfes Ausatmen und der Rückzug beginnt. Es ist klar, dass dieser Ort nicht mehr ihnen gehört, aber sie beeilen sich nicht. Heute gibt es keine Jagd und keinen Kampf. Nur eine grundlegende Lektion. Wer sich furchtlos und still nähert, hat die Macht. Die Krokodile fordern den Flusspferden ihr Revier auf dem Sandbank nicht ab, da es zu ihrem Territorium wird. Sie verschwinden einfach und gleiten wie Treibholz unter dem Fluss zurück ins Wasser. Sie wissen, dass man Chancen nicht aufgeben darf, aber Platz schon. Und die Chance wird sich bieten, wenn die Sonne untergeht. Die Luft wird trüb und bronzefarben. Es weht kein Wind. Das Gras am Flussufer raschelt nicht mehr. Die langsamer werdende Strömung und die langen Schatten, die in der Nähe des Flussbettes schwimmen, bleiben unbemerkt. Afrikas geduldigste Raubtiere, die Nilkrokodile, haben ihre Positionen bezogen. Eine Herde Gnus nähert sich dem Ufer am anderen Ende des Flusses. Sie halten inne Schritt für Schritt, als wollten sie die Lage einschätzen. Allerdings sind sie weniger vorsichtig als sonst, denn nach einem langen Tag in der trockenen Savanne sind sie durstig. Als erstes steigt ein Kalb hinab, dann folgt ein ausgewachsenes Tier. An der Wasserlinie bleibt die ganze Herde stehen und beginnt zu trinken. Unter der Oberfläche ist kein Laut zu hören. Ein Krokodil nähert sich, aus dem stillen Wasser ragen seine bernsteinfarbenen Augen hervor. Es schlägt nicht mit dem Schwanz und holt auch nicht tief Luft. Zentimeter für Zentimeter verringert es einfach und lautlos den Abstand. Der Fluss hat sich endlich beruhigt.
Nur noch leichte Wellen sind zu sehen. Ohne Blutspuren zu hinterlassen, bewegt sich ein langer Schatten lautlos und zielstrebig unter der Wasseroberfläche und schleppt seine Beute mit sich. Krokodile müssen in der Wildnis nicht rennen, sie müssen nur warten. Und die Natur bietet ihnen immer eine günstige, nahe und tödliche Gelegenheit, wenn sie lange genug warten. Der Fluss kehrt zu seinem gewohnten Zustand zurück. Keine wild um sich schlagenden Gnus, kein Brüllen der Flusspferde, nicht einmal eine Spur von Blut. Nur das gleichmäßige, geduldige Rauschen des Wassers wie seit Tausenden von Jahren. Der Fluss ist sowohl die Quelle als auch die härteste Prüfung des Lebens. Jeder Schritt und jeder Atemzug in dieser Situation ist eine Entscheidung zwischen Leben und Tod. Doch trotz der Konflikte, der gnadenlosen Dürren und der Dunkelheit unter der Oberfläche geht das Leben weiter. Ein raues Land, wo sich die Wüste endlos erstreckt, wo der Ozean unter kalten Winden tobt. Die sengende Hitze tagsüber, die beißende Kälte nachts. Alles hier ist eine Herausforderung. Doch selbst unter diesen rauen Bedingungen überlebt das Leben. Überlebende passen sich an Jagen, Wandern und überleben auf ihre Weise. Das fragile Gleichgewicht zwischen Leben und Tod findet täglich statt und schreibt die endlose Geschichte der Natur. Der Überlebenskampf der Wüstengeister. Namibia, ein Land, in dem Überleben unmöglich scheint. Hier kann die Hitze tagsüber alles Lebende verbrennen, während die Nacht klirrend kalt ist. Es gibt keine dichten Wälder, in denen man sich verstecken könnte, keine ergiebigen Wasserquellen, nur rote Sanddünen und Rauheit. Doch es gibt jene, die dieses Land erobert haben, die Wüstengeister, eine Gruppe von 7 widerstandsfähigen Löwinnen, wahre Kriegerinnen der Wüste. Im Gegensatz zu ihren Verwandten in der Serengeti oder der Masai Mara mussten sich die Löwinnen Namibias anpassen, um zu überleben. Sie haben schlankere Körper, längere Beine und breitere Pfoten, die ihnen helfen, sich leicht auf dem weichen Sand fortzubewegen. Ihr Fell ist blassgelb, fast verschmilzt, es mit dem Rot der Wüste, was sie im Dunkeln zu unsichtbaren Raubtieren macht. Doch das Überleben hier ist nicht einfach. Ohne große Antilopenherden, ohne fette Büffel sind die Wüstengeister gezwungen, geduldige und strategische Jäger zu werden.
Sie legen täglich Dutzende von Kilometern zurück und ernähren sich vom Blut ihrer Beute und den wenigen Tautropfen, die am frühen Morgen auf den Blättern liegen. In der Ferne, im trockenen Buschwerk, bewegt sich lautlos eine Herde Giraffen. Sie sind die Wanderer der Wüste, anmutige Riesen mit hochgestreckten Hälsen, raue Natur. Ihr blassgelbes Fell reflektiert die Morgensonne und verschmilzt mit der Farbe des Sandes, wodurch eine wunderbare Harmonie zwischen Tier und Umwelt entsteht. Die Giraffen haben sich um eine alte Akazie versammelt, ein seltenes grünes Blatt im Sandmeer. Sie strecken ihre Hälse hoch und umschließen mit ihren langen, flexiblen Zungen die verbliebenen jungen Blätter. Jeder Leckvorgang weicht geschickt den scharfen Dornen aus, eine Fähigkeit, die sie über Jahrtausende der Evolution erlernt haben. Eine sanfte Brise weht und trägt den Geruch von Sandsonne und dem schwachen Duft des Busches herüber. Die Giraffen kauen langsam ihre Augen ruhig, als könnte sie nichts auf der Welt stören. Und während die Sonne weiter aufging und die Weite des Land der Kampf ums Überleben sollte beginnen. Die Sonne stand hoch am Wüstenhimmel und warf ein blendendes Licht auf die endlosen roten Sanddünen. Ein heißer, trockener Wind wehte und trug winzige goldene Staubpartikel mit sich, doch das konnte das Rudel Löwinnen nicht beirren, die ihr wohlverdientes Festmahl genossen. 7 Löwen, die Kriegerinnen der Namib-Wüste, genossen in aller Ruhe die Beute einer geduldigen Jagd. Sie lagen flach auf dem warmen Sand, atmeten langsam und entspannten sich nach stundenlangem angespanntem Anpirschen und Bedrängen ihrer Beute. Die Löwen fraßen geordnet, ohne Eile oder Kampf. Das älteste Weibchen, das die Anführerin des Rudels zu sein schien, hob den Kopf, leckte sich leicht die Lippen und blickte sich um. Keine Spur von Opportunisten, nur die Ruhe der Wüste und der klare Himmel darüber. Einige hatten sich satt gefressen, lagen mit halb geschlossenen Augen im weichen Sand und genossen die sanfte Brise, die die Hitze des Nachmittags kühlte.
Ein junger Löwe rollt sich, streckt sich und reibt dann seinen Kopf an einem anderen Löwen, als wolle er seine Freude zeigen. Die Jagd ist vorbei, der Hunger gestillt. Der Wüstengeist genießt einen seltenen Moment der Ruhe in diesem rauen Land, bevor die Sonne ihre Reise fortsetzt und die Wüste in eine lange, geheimnisvolle Nacht eintritt. Die Morgensonne geht langsam auf und taucht die Namib-Wüste in ein sanftes Licht. Die Hitze des Tages hat noch nicht richtig eingesetzt und das weite Land ist in eine seltene Ruhe getaucht. In der Ferne zwischen den goldenen Sanddünen bewegt sich eine stille Migration. Die Giganten der Wüste, die namibischen Wüstenelefanten. Anders als ihre Artgenossen im grünen Grasland sind die namibischen Wüstenelefanten perfekt an das Überleben in einer der rauesten Umgebungen der Erde angepasst. Sie haben längere Beine und breitere Pfoten, um mühelos auf dem weichen Sand zu laufen. Ihre dicke, hellgraue Haut reflektiert die intensive Sonnenhitze. Vor allem aber haben sie gelernt, ohne Wasser auszukommen. Eine erstaunliche Fähigkeit in diesem trockenen Land. Die Herde bewegt sich lautlos, jeder Schritt schwer, aber sicher im Sand. Sie kennen den Weg. Diese Reise haben ihre Vorfahren jahrhundertelang unternommen. Die älteste Elefantenkuh geht voran und zuckt mit den Ohren, um die summenden Insekten abzuwehren. Hinter ihr folgen die jüngeren Elefanten, manche erst wenige Monate alt, ihre Schritte tasteten sich auf dem weichen Sand. Jeden Tag muss die Herde Dutzende von Kilometern auf der Suche nach Wasser zurücklegen, eine Herausforderung, die in der Trockenheit der Namib-Wüste nicht leicht ist. Sie sind seit dem Morgen Dutzende von Kilometern gelaufen, immer geradeaus, zu einem seltenen See in der Wüste, einer kleinen Oase, aber einer Quelle des Lebens für unzählige Arten. Und dann, nach vielen langen Stunden, unter der sengenden Sonne kamen sie an. Vor ihnen lag ein flacher See, nicht zu groß, aber groß genug, um das Zentrum eines ganzen Ökosystems in diesem trockenen Land zu sein. Das Wasser reflektierte das Sonnenlicht und glitzerte wie eine Perle im Sand. Aber die Elefanten waren nicht die einzigen hier. Rund um den See ruhten sich Gruppen von Oryx-Antilopen mit langen, gebogenen Hörnern aus. Ihre Augen waren wachsam, konnten aber der Verlockung des kostbaren Wassers nicht widerstehen. Etwas weiter entfernt beugten sich ein paar Zebras zum Trinken hinunter, deren schwarz-weiße Streifen sich deutlich vom gelben Sand abhoben.
Kleine Schwärme von Zugvögeln versammelten sich um den See, ihre Rufe vermischten sich mit den Geräuschen der Natur und bildeten eine wilde Symphonie. Über ihnen kreisten Geier, beobachteten alles vom Himmel und warteten auf eine Gelegenheit zum Fressen. Und in der Ferne im Schatten der spärlichen Bäume ruhte sich eine Gruppe Löwinnen aus. Sie hatten es nicht eilig, die beste Jagdzeit stand noch bevor. Doch ihre Anwesenheit erinnerte sie daran, dass diese Oase zwar ein Ort des Lebens war, aber auch ein Ort, an dem jederzeit der Tod eintreten konnte. Die Elefanten gingen langsam zum Ufer, ohne Eile, ohne Eile. Sie hatten Dutzende von Kilometern zurückgelegt, aber jetzt wussten sie, dass sie für den Moment in Sicherheit waren. Die langen Rüssel streckten sich nach unten, wickelten das kühle Wasser auf und führten es zu ihren Mäulern. Ein paar verspielte Elefantenbabys tranken nicht nur, sondern bespritzten sich auch mit ihren Rüsseln mit Wasser und genossen das kühle Gefühl nach der langen Reise. Die Elefanten besetzten ein großes Gebiet, doch die anderen Tiere tranken weiter. Die Anwesenheit der Riesen gab ihnen eine gewisse Beruhigung. Wenn Elefanten da waren, trauten sich Raubtiere selten. Ein sanfter Wind wehte und kräuselte die Oberfläche des Sees. Ein seltener Moment der Ruhe im unwirtlichsten Land der Welt. Doch die Elefanten wussten, dass sie hier nicht lange bleiben konnten. Sie würden sich eine Weile im Schatten ausruhen und dann ihre endlose Reise fortsetzen, auf der Suche nach Nahrung, Wasser und Nahrung in diesem trockenen Land. Und als die Sonne allmählich unterging und einen roten Himmel am Horizont hinterließ, machten sich die Riesen erneut auf den Weg und hinterließen eine Oase voller Leben, wo morgen alles so weitergehen würde wie seit Jahrtausenden. Die gleißende Sonne stand hoch am namibischen Wüstenhimmel, strahlte goldene Strahlen herab und machte die Luft schwül. Im heißen Sand lag ein großes Ei mit harter Schale still im Nest versteckt, zwischen kleinen Kieselsteinen, um es vor Raubtieren zu tarnen. Doch heute wird diese Stille gebrochen. Ein leises Knacken ertönt. Ein Riss entsteht auf der Oberfläche des Eis. Dann ein weiteres Geräusch, diesmal lauter. Ein winziger, feuchter Schnabel versucht, die harte Außenschale auseinanderzudrücken. Unter der sengenden Sonne der Wüste kämpft ein kleines Wesen um seine Geburt. Nach und nach bricht die Schale auseinander und gibt den Blick auf ein flaumiges Straußenküken frei. Seine Augen sind noch trüb von der beschwerlichen Reise aus seiner schützenden Schale. Es zittert. Seine Beine sind noch schwach, doch sein Instinkt sagt ihm aufzustehen.
Um es herum beginnen auch andere Eier zu knacken und signalisieren die Geburt einer neuen Generation. Und nicht weit entfernt warten ihre Eltern geduldig. Im seltenen Schatten eines Dornbusches wacht ein hoch aufragender männlicher Strauß über sein Nest. Mit seinem tiefschwarzen Gefieder und den langen, kräftigen Beinen steht er aufrecht, wie ein Wächter in der Wüste. Neben ihm inspiziert sein helleres weibliches Straußenweibchen sorgfältig die restlichen Eier. Die beiden brüten die Eier seit Wochen aus und schützen die winzigen Lebewesen vor Raubtieren wie Hyänen, Löffelhunden und Geiern. Wenn die Straußenküken aus ihren Eiern schlüpfen, leuchten die Augen ihrer Eltern wachsam und zärtlich. Sie können sie nicht wie ein Elefant hochheben, noch wie ein Löwe mit dem Maul um sie herumkriechen, aber sie haben etwas Wichtigeres: absoluten Schutz. Nach nur wenigen Stunden können die Straußenküken stehen. Ihre kleinen Beine sind wackelig, aber voller Entschlossenheit. Und dann beginnen sie in die Fußstapfen ihrer Eltern zu treten zu laufen, die ersten Schritte ihres Lebens. Mit gerade einmal einem Tag stehen die Straußenküken vor ihren ersten Herausforderungen. Die sengende Hitze der Wüste ist unerbittlich und in der Ferne lauern Raubtiere. Doch zum Glück sind sie nicht allein. Ihre Eltern gehen voran und schreiten stetig durch den glühenden Sand. Die scharfen Augen des Straußmännchens scannen das weite Land, bereit, jede Gefahr zu wittern. Taucht ein Raubtier auf, breitet das Männchen seine Flügel aus und täuscht das Raubtier, indem es sich größer erscheinen lässt. Oder es setzt kräftige Tritte ein, die einer Hyäne die Knochen brechen können. In den ersten Tagen folgen die Straußenküken ihren Eltern und klammern sich bei Gefahr an sie. Doch schon bald lernen sie, wie man Nahrung sucht. Ihre kleinen Schnäbel picken in trockenem Gras und versuchen an Samen und Blättern zu knabbern, um sich an die Ernährung eines Wüstenbewohners zu gewöhnen. Mit der Zeit sind die Straußenküken erwachsen. Sie trennen sich von ihren Eltern und suchen nach neuem Land, wo sie ihr eigenes Leben beginnen. Eines Tages werden sie auch eine Partnerin finden, ein Nest bauen und die nächste Generation vor den Herausforderungen dieser rauen Wüste schützen. Die Oryx-Antilope. Oryx gazella, auch bekannt als Säbelantilope, ist eines der bekanntesten Wildtiere der namibischen Wüste. Sie
Sie haben ein beeindruckendes Erscheinungsbild mit einem glatten Fell, das eine helle Sandfarbe mit markanten schwarzen Streifen kombiniert, die entlang des Gesichts an den Seiten des Körpers und an den kräftigen Beinen verlaufen. Dieser Kontrast verleiht ihnen nicht nur elegante Schönheit, sondern hilft ihnen auch, sich in der rauen Wüstenumgebung perfekt zu tarnen. Das auffälligste Merkmal dieser Antilope sind ihre langen, geraden und scharfen Hörner, die wie zwei Klingen aussehen. Sowohl bei Männchen als auch bei Weibchen können die Hörner eine Länge von 80 bis 120 cm erreichen und sind damit eine beeindruckende Waffe gegen Raubtiere. Bei einem Angriff kann die Oryx einen Löwen mit nur einem kräftigen Stoß niederstrecken. Sie ist eine der wenigen Antilopenarten, die sich effektiv gegen Afrikas Spitzenprädatoren verteidigen kann. Darüber hinaus ist der Körper der Oryx perfekt auf trockene Umgebungen abgestimmt. Sie haben eine dicke Hautschicht, die den Wasserverlust durch Schweiß minimiert. Ihre langen, kräftigen Beine helfen ihnen, sich leicht auf weichem Sand fortzubewegen, während ihre langen Schwänze dazu beitragen, Insekten in der heißen Wüstenhitze abzuwehren. Die Oryx-Antilope ist ein sehr geselliges Tier. Sie lebt normalerweise in kleinen Gruppen von 5 bis 10 Tieren, kann sich aber bei reichlich Wasserquellen zu großen Herden von bis zu 30 Tieren zusammenschließen. In der Herde übernimmt das männliche Leittier die Schutz- und Führungsrolle der Gruppe, während die Weibchen die Verantwortung für die Aufzucht der Jungen übernehmen. Das Besondere daran ist, dass Oryx-Antilopen, obwohl sie in Herden leben, auch isoliert von der Gruppe überleben können. Auf der Suche nach Nahrung und Wasser können sie täglich Dutzende von Kilometern zurücklegen und dank ihrer scharfen Beobachtungsgabe Wasserquellen schon von weitem erkennen. Bei Gefahr laufen Oryx-Antilopen nicht wie viele andere Antilopen sofort davon, sondern entwickeln eine raffinierte Verteidigungstaktik. Sie stehen im Kreis, die Kälber in der Mitte, während die erwachsenen Tiere ihre Hörner nach außen drehen, um sich gegen Raubtiere zu verteidigen. Bei einem direkten Angriff sind Oryx-Antilopen bereit, mit ihren scharfen Hörnern zurückzuschlagen. Unvorsichtige junge Löwen oder Hyänen können schwer verletzt werden, wenn sie eine wehrhafte Oryx-Antilope angreifen. Die Brutzeit der Oryx-Antilope ist ganzjährig, konzentriert sich aber hauptsächlich auf die Monate mit günstigeren klimatischen Bedingungen. Nach etwa 9 Monaten Trächtigkeit verlässt das Weibchen die Herde, um sich vor Raubtieren in Sicherheit zu bringen und die Jungen zur Welt zu bringen. Bei der Geburt haben die Kälber hellbraunes Fell, das ihnen hilft, sich besser in ihrer Umgebung zu tarnen.
Die Kälber werden in den ersten Wochen von ihrer Mutter versorgt und in niedrigem Gebüsch versteckt, bis sie stark genug sind, um mit der Herde Schritt zu halten. Von Geburt an haben sie einen starken Überlebensinstinkt. Schon wenige Stunden nach der Geburt können sie stehen und gehen, was entscheidend ist, um nicht zur Zielscheibe von Raubtieren zu werden. Nach und nach lernen die Kälber Nahrung zu suchen, entwickeln Laufgeschwindigkeit und üben Selbstverteidigung mit ihren Hörnern. Mit einem Jahr sind sie in der Lage, unabhängig zu sein und beginnen sich von der Herde zu trennen, um ihr eigenes Revier zu finden. Die Oryxantilope ist nicht nur ein widerstandsfähiges Tier, sondern spielt auch eine wichtige Rolle im Ökosystem der namibischen Wüste. Sie sind ein wichtiger Bestandteil der Nahrungskette und liefern Nährstoffe für große Raubtiere wie Löwen, Leoparden und Hyänen. Gleichzeitig tragen sie durch das Fressen verstreuter Pflanzen dazu bei, das Pflanzenwachstum zu kontrollieren und das ökologische Gleichgewicht zu erhalten. Darüber hinaus ist Oryx-Mist eine wichtige Nährstoffquelle für den Boden und hilft Wüstenpflanzen in trockenen Bedingungen zu gedeihen. Ihre Fußabdrücke im Sand tragen zudem dazu bei, natürliche Wege zu schaffen und erleichtern so vielen anderen Tieren die Fortbewegung in der rauen Umgebung. Die Sonne versinkt allmählich hinter den roten Sanddünen der Namib-Wüste und färbt den Himmel in ein leuchtendes Orange. Der heiße, trockene Wind trägt den Hauch der Wüste. Über den endlosen Sand, doch je weiter man nach Westen kommt, desto deutlicher wird der Geruch von Meersalz in der Luft. Es ist ein Zeichen einer anderen Welt, wo weiße Schaumkronen an eine wilde Küste schlagen, wo Leben nicht in der sengenden Hitze des Sandes, sondern im kalten Wasser des tiefen Ozeans existiert. Wir verlassen das raue Land der Löwen, Elefanten und Antilopen und steuern die Skelettküste an, eines der geheimnisvollsten und unwirtlichsten Meere der Erde. Hier trifft die Wüste auf den Ozean, wo endlose Sanddünen abrupt enden, wenn sie auf die kalten Wellen des Humboldt-Stroms treffen. Im Gegensatz zur trockenen und stillen Wüste ist das namibische Meer eine andere Welt, wild und voller Leben. Sobald wir den Strand betreten, hallt das Rauschen der Wellen, die gegen die Felsen schlagen, wider. Ein starker Kontrast zur Stille der Wüste. Kühle Luft, die den unverwechselbaren Duft von Salz und Seetang trägt, erfüllt die Luft.
Der kalte Humboldtstrom fließt entlang der Küste Namibias und transportiert nährstoffreiches Wasser aus der Tiefsee an die Oberfläche. Das macht das Gebiet zu einem der reichsten Meeresökosysteme der Welt. Von riesigen Fischschwärmen über gigantische Meeressäuger bis hin zu den furchterregendsten Raubtieren des Ozeans. Hier trifft alles zusammen. In der Ferne ist ein lautes Geräusch von einem felsigen Strand zu hören. Es ist eine der weltweit größten Kolonien südafrikanischer Seelöwen, Arctocephalus bucillus bucillus. Mehr als 1000 Tiere versammeln sich am Cape Cross und bieten ein chaotisches, aber dennoch lebendiges Bild. Die gewaltigen dunkelbraunen Seelöwenmännchen brüllen, um ihr Revier zu beanspruchen, während die Weibchen sich um ihre Jungtiere kümmern. Unter dem tiefblauen Wasser schwimmen Schwärme von Sardinen, Sardellen und Tintenfischen in riesigen Gruppen und bieten den Raubtieren darüber ein üppiges Festmahl. Bei Sonnenaufgang dringt Licht durch das Wasser und enthüllt dunkle Schatten, die sich lautlos über den Meeresboden bewegen. Dies sind die furchterregendsten Raubtiere des Ozeans, der weiße Hai. Die kalten Gewässer Namibias sind ein ideales Jagdrevier für weiße Haie, Carcharodon carcharias. Sie lauern unter der Wasseroberfläche und beobachten junge Seelöwen, die lernen, in Ufernähe zu schwimmen. Werden sie überrascht, springen die Haie mit rasender Geschwindigkeit vorwärts und erlegen ihre Beute mit einem Biss.
Weiter draußen tauchen Buckelwale Megaptera novaeangliae, auf deren riesige Flossen auf das Wasser schlagen und gewaltige Wellen erzeugen. Diese Wale sind Tausende von Kilometern aus der Antarktis hierher gewandert, um Nahrung zu finden, und genießen die reichhaltige Nahrungsquelle, die die kalten Meeresströmungen bieten. Entlang der Skelettküste liegen Hunderte von Schiffswracks verstreut am Ufer, Opfer heftiger Stürme, tödlicher Strömungen und dichtem Nebel. Verrostete Schiffsskelette und zerbrochene Masten schaffen eine trostlose, gespenstische Landschaft. Deshalb wird sie auch Skelettküste genannt, eines der gefährlichsten Meere der Welt. Doch trotz der Härte gedeiht das Leben weiter. Rudel brauner Hyänen streifen am Ufer entlang und suchen nach toten Seelöwen, die angeschwemmt wurden. Kolonien afrikanischer Pinguine versammeln sich auf abgelegenen Inseln, verborgen vor Raubtieren. In der Tiefsee beherbergen kalte Korallenriffe hunderte unentdeckter Arten. Bei Einbruch der Dunkelheit taucht die Sonne Wüste und Meer in ein feuerrotes Licht. Die Silhouetten der Wüstenelefanten in der Ferne wirken wie riesige Statuen im Sand, während vor der Küste Wale ihre Reise Richtung Süden fortsetzen. Die Namib-Wüste und das namibische Meer, obwohl völlig gegensätzlich, verschmelzen auf magische Weise miteinander. Die eine Seite ist der trockenste Ort, die andere das kälteste Meer, doch beide sind wilde Paradiese des Lebens. Und wenn die Nacht hereinbricht, vermischen sich Meeresbrise und Wüstenwind und erzählen die Geschichte der Überlebenden, Kreaturen, die sowohl Meer als auch Wüste erobert haben und ihre Reise durch dieses raue, aber magische Land fortsetzen.